Anstetten? Hier auch von Anstetten. Aha, du bist Zeichen und Wunder. Was ist der Grund für deinen Anruf? Ich möchte dich sprechen. Für mich keine Zeit haben, aber sich mit Clarissa treffen. Sie ist schließlich unsere Mutter. Oh, und was für eine? Diese teure Anwältin war doch Ihre Idee. Hör mal, immer können Sie alles besser, aber wenn es ums Auslöffeln geht, sind wir wieder recht. Du, solange Susanne arbeiten muss, um das Geld abzubezahlen, wird sie auch Oliver nicht vergessen können. Zum Teufel, was ist hier los? Wo sind Olivers Briefe? Susanne, ich kann alles erklären. Du hast sie verschwinden lassen. Du hast meine Briefe. Susanne, ich habe... Gib es zu. Feige bist du auch noch. Warum gibst du es nicht endlich zu? Ja, ich habe sie weggenommen. Du hast Olivers Briefe unterschlagen. Weißt du, ich wollte endlich, dass das zwischen dir Wo und sind sie? Oliver auf... Gib mir sofort meine Briefe. Meine Mutter unterschlägt meine Post. Wo lebe ich denn eigentlich? Susanne, bitte, du musst mir das glauben. Ich habe das nicht so geplant. Was ist das denn? Der Brief ist offen. Hör mich doch bitte erst mal an. Weißt du, als der erste Brief kam, da ich habe einfach Angst gehabt, dass das nie aufhört. Du stiehlst nicht nur meine Post, sondern du liest sie auch noch. Ich hab das doch nicht so gewollt. Ich hätte sie doch nicht behalten. Irgendwann hätte ich sie dir wieder... Warum lügst du? Warum hast du sie mir nicht zurückgegeben? Irgendwann, sehr großzügig von dir. Susanne, ich wusste nicht, wie ich sie dir zurückgeben sollte. Das glaubst du wohl doch selber nicht. Du hast sie geklaut, du hast meine Briefe geklaut, weil dir meine Beziehung zu Oliver stinkt. Nein, Susanne, so war's nicht. Und sowas ist meine Mutter. Susanne, bitte, bitte lass es mich doch erklären. Hast du einen Augenblick Zeit für mich? Auch zwei? Das war eben Clarissa. Ich weiß. Was wollte sie denn? Sie will mich sehen. Und warum? Sie möchte, dass wir uns wieder versöhnen. Was sagst du dazu? Am liebsten gar nichts. Ehrlich gesagt, ich habe auch schon darüber nachgedacht. Wenigstens noch mal mit ihr zu reden, das müsste doch möglich sein. Mit Clarissa kann man nicht reden. Sie hat nur ihr eigenes Ding im Kopf. Aber so wie es ist, kann es nicht bleiben. Es gibt auch noch so viel zu regeln. Willst du mir jetzt schon beibringen, dass sie wieder hier einzieht? Noch ist überhaupt nichts entschieden. Ich weiß nur, dass das hier auf die Dauer kein Zustand ist und nicht gut ist für niemanden. Aber sie hat doch die ganze Zeit nur darauf gewartet. Sie will dich dann wieder einfangen. Und unsere Familie? Soll die so einfach zerbrechen? Ist sie doch schon längst. Warum fragst du mich überhaupt? Weil du meine Tochter bist. Und ich möchte wissen, was du denkst und fühlst. Dann weißt du es ja jetzt. Macht, was ihr wollt. Darf ich kurz stören? Es ist Zeit für die Medikamente. Nein, Sie dürfen jetzt nicht stören. Sie dürfen wieder gehen. Ich unterhalte mich gerade mit meinem Vater. Wie sprichst du denn mit Andrea? Wenn man nett zu ihr ist, versteht sie überhaupt nichts. Wie alle anderen auch. Hast du mit Sophie gesprochen? Worüber? Wegen ihres Benehmens auf der Präsentation. Fängst du schon wieder damit an? Ich denke, das Thema ist irgendwann mal erledigt. Henning, ich möchte sowas nicht noch mal erleben. Clarissa, ich habe sie erklärt und ich habe sie gebeten, sich meiner Mutter zuliebe in Zukunft etwas zurückzuhalten. Und das, obwohl ich ihre Einwände für richtig halte. Die Frage ist nur, ob sie es begriffen hat. Was gibt's da groß zu begreifen?
Du wirst es nicht glauben, aber es gibt Menschen, die zu ihrer Meinung stehen. Und das ist für mich keine Unverschämtheit, sondern Charakterstärke. So. Sophie hat ein sehr feines Gespür und sie weiß ganz genau, wie weit sie gehen kann. Das weiß sie eben nicht. Sie ist viel zu weit gegangen und du verteidigst sie. Ob's dir passt oder nicht, ich liebe sie. Henning, kannst du sie denn nicht zu Hause lieben? Musst du sie denn überall mit hinschleppen? Nein, ich muss es nicht, aber ich tue es gern. Hast du was dagegen? Wenn du es genau wissen willst. Nein, eigentlich will ich es gar nicht genau wissen. So manchmal verstehe ich dich nicht. Siehst du, deswegen bin ich mit Sophie zusammen. Weswegen? Sie versteht mich immer. Bin ich immer gespannt. Das kannst du auch sein. Liebe Susanne, wieder keine Post von dir. Ich weiß, du hast genug Gründe, sauer auf mich zu sein, aber ich bitte dich nochmal. Gib mir noch eine Chance. Warum beantwortest du meine Briefe nicht? Schreib mir, dass du mich hasst oder dass du mich verachtest, aber schreib. Jeden Morgen wache ich auf und hoffe, dass deine Antwort endlich eintrifft. Ich kann die lange Zeit, die vor mir liegt, nicht ohne ein Zeichen von dir durchstehen. Ich brauche Klarheit, ob du noch zu mir stehst oder nicht. In Liebe, Oliver. Besuch für Sie, Alex. Vater, was machst du denn hier? Hallo, Alex. Ich wollte mal sehen, ob mein Filius auch wirklich arbeitet und nicht nur Bleistift spitzt. Ihr Filius ist einer meiner besten Mitarbeiter. So, und was machst du so den ganzen Tag? So alles Mögliche. Ist es geheim? Nee. Ich erstelle Ablaufpläne für die einzelnen Baumaßnahmen. Oh. Alles halb so wild. Ich lege fest, wer wann was wo macht, welches Material vorhanden sein muss, wie lange es dauert und wie die einzelnen Phasen zeitlich ablaufen sollen. Und das geschieht absolut korrekt und zuverlässig. Klingt ja, als könnte ich stolz auf dich sein. Das können Sie ganz gewiss. Ich kann mir schon gar nicht mehr vorstellen, wie es hier ohne ihn gegangen ist. Naja, ich habe auch schon Mist gebaut, so ist ja mal nicht. Ah, das ist mir noch nicht aufgefallen. Naja, dann kann man ja nur gratulieren. Ja, wie du siehst, bin ich hier gut aufgehoben. Das liegt wahrscheinlich an der Firma. Leider ist Susanne heute nicht da, meine Kollegin. Und meine Tochter. Ich hätte euch gerne bekannt gemacht. Ein andermal. Ich könnte Ihnen dann die Firma zeigen, wenn Sie interessiert sind. Oh, danke, ich will Ihre Zeit nicht stehlen. Oh, davon habe ich jetzt ausreichend. Dank, Alex. Eigentlich hasse ich diese Vermischung von Beruf und Privatleben. Das verstehe ich gut. Aber die Teilnahme an dieser Sendung ist mir wichtig. Eine gute Reportage kann sehr nützlich sein für Ihr Firmenprofil. Es handelt sich dabei um ein Unterhaltungsmagazin zum Thema Designer zu Hause. Und da wollen Sie meinen Rat? Ich habe kaum Erfahrung mit sowas. Ich finde es äußerst vernünftig, dass Sie diese Sache vorbereiten wollen. Mit Spontanität allein ist es bei solchen Anlässen nicht getan. Worauf soll ich denn besonders achten? Sie müssen sich zeigen, so wie Sie wirklich sind. So zeige ich mich immer. Wir sprechen hier aber von etwas, das natürlich abgestimmt sein muss auf die Erwartungen der Adressaten. Der Fernsehzuschauer in diesem Fall. Verstehe. Sie stehen für Eleganz, Modernität, Unabhängigkeit, Erfolg. Und das müssen Sie durch Mimik, Gestik und äußere Erscheinung deutlich machen. Interessant. Sagen Sie, diese Art von Authentizität, ist das etwas, was sich auch zu anderen Anlässen trainieren ließe? An welche Art von Situation hatten Sie da gedacht? Nun, kommt es vor, dass Sie Kunden, sagen wir, in Benimmregeln unterweisen? So etwas wie Tischmanieren, Konversationen etc.? Gelegentlich schon. Dann hätte ich vielleicht noch einen weiteren Auftrag für Sie. Weißt du, was du bist? Eine miese, gemeine Intrigantin. Und jetzt hast du es fast geschafft. Keine Beziehung hält sowas aus. Susanne, ich kann dich ja... Verstehen? Wolltest du verstehen sagen? Na ja, meine treusorgende Mutter. Weißt du eigentlich, was du angerichtet hast? Ich fürchte ja. Ich glaube nicht. Gelesen hast du ja nur den ersten Brief.
Er hat mich vielleicht schon aufgegeben und das nur, weil ich seine Briefe nicht beantwortet habe. Ich habe ganz ehrlich geglaubt, es ist das Beste für dich. Ach ja, und was zählt denn dann das Briefgeheimnis, wenn dieser dumme Göre sich an einen Knastbruder hängt? Du hast mich enttäuscht, Mutter. Du hast mich so enttäuscht, wie mich noch niemand enttäuscht hat. Nicht mal Oliver. Frau Volkmann kommt dann direkt zu euch ins Restaurant. Und Henning? Ja? Das Essen hat eher einen privaten Charakter. Du brauchst dich also geschäftlich nicht ins Zeug legen. Und wann kommst du dazu? Kann ich noch nicht genau sagen. Ich habe noch einen anderen Termin. Lass uns aber bitte nicht zu lange warten, ja? Ihr werdet euch nicht langweilen mit Frau Volkmann. Sie ist eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Auch für Sophie? Besonders für Sophie. Bis später. Was ist sie denn für ein Typ? Gut aussehend, selbstbewusst, ausgesprochen intelligent, leider etwas ungeschliffen. Sie hat eine Vorliebe für dekotante Bemerkungen im falschen Augenblick. Das Fettnäpfchen-Syndrom sozusagen. Aha. Sie kommt aus eher einfachen Verhältnissen. Ich glaube, ich weiß schon. Man muss auch etwas an ihrer Kleidung machen und Ja. sie muss nicht unbedingt merken, worum es geht. Ich glaube, wir verstehen uns. Übrigens, ich habe ja Alex bei Brandner besucht. Ich wollte mal sehen, wie er sich macht. Er fühlt sich offensichtlich sehr wohl da und scheint offensichtlich sehr glücklich zu sein. Ein gutes Betriebsklima war Arno immer ganz wichtig. Bist du enttäuscht? Ja, ein bisschen schon. Ich denke an Alex, an seine Zukunft. Und an die Zukunft deiner Firma? Naja, ich kann es eben nicht lassen. Ich wünsche mir halt immer noch, dass er mein Nachfolger wird. Ja, aber wenn er nicht will? Vielleicht hat er recht. Bei Brandner Bau hat er einen ganz klar umrissenen Arbeitsbereich. Bei mir wäre das völlig anders. Inwiefern? Er wäre vom ersten Tag an in einer leitenden Position. Er müsste Leute führen und Stärke zeigen. Ja, aber das könnte er doch sicher gut. Tja, das ist aber schon ein gewaltiger Unterschied zwischen einem netten Betriebsklima und der Notwendigkeit, 100 Leute rauszuschmeißen, weil man sie wegrationalisieren muss. Ich weiß, man kann nichts erzwingen. Iris. Ist was passiert? Ja, was denn? Sag schon. Ich hab... Komm, komm. Was ist denn los, hm? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Was für ein Fehler? Susanne hat Post bekommen. Von Oliver. 3 Briefe. Ja, und? Ich habe sie versteckt. Du hast Susanne die Briefe nicht gegeben? Ja. Und jetzt hat sie es rausgekriegt. Du hast ihre Briefe... Bist du verrückt geworden? Himmel, ich wollte doch nur, dass zwischen Alex und Susanne sich vielleicht irgendwas entwickeln kann. Dass nicht immer dieser Oliver dazwischen steht. Sie muss doch mal ein neues Leben anfangen. Was denn zum Teufel hat Alex damit zu tun? Ja, die beiden mögen sich. Das sieht man doch. Ja, und wenn? Das wäre doch eine Entscheidung, die die beiden treffen müssen. Und nicht du. Du wolltest doch auch, dass Susanne sich von Oliver trennt. Doch nicht mit solchen Mitteln. Kannst du mich nicht ein bisschen verstehen? Du weißt doch genau, warum ich es gemacht habe. Ich find's unmöglich. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich auch nicht. Niemand stört schöner bei der Arbeit als du. Wolltest du mit mir flirten? Nein, ich wollte mit dir was... Mich zum Essen einladen? Nein, Was denn? Oliver hat geschrieben. Ah ja. Ist schon länger her. Meine Mutter hat seine Briefe verschwinden lassen. Nicht besonders nett.
Ich werde ihn besuchen. Klar. Ich muss endlich wissen, woran ich bin. Verstehst du das? Musst du wissen. Was soll ich denn machen? Soll ich ihn weiter schmoren lassen? Ich kann das nicht. Du, Alex, das mit uns, das war schon in Ordnung. Wem sagst du's? Vergiss es. Werde ich nie. Die Vorspeise dann bitte in 5 Minuten. Aber ja. Ein Roséglas ist etwas kleiner als ein Rotweinglas und etwas größer als ein Weißweinglas. Was Sie nicht sagen. Und wie groß ist ein Möhrensaftglas? Die Gläser stehen von links nach rechts größer werdend in einer Linie, etwa 5 Zentimeter vom Dessertlöffel entfernt, der wiederum optisch mit dem Rand des Platztellers abschließt. Ah ja. Sehr interessant. Schreib lieber mit, das behältst du nie. Gläser werden grundsätzlich am Stiel angefasst. Und zwar so. Der Arm bleibt, wo er ist. Das mit dem kleinen Finger muss ich aber noch draufkriegen, sonst muss ich wieder das Fläschchen nehmen. Machen Sie das eigentlich häufiger, Leute mit Benimmregeln zu traktieren? Meine Mutter quält mich damit, seit ich einen Löffel halten kann. Das macht sie doch nur, um uns zu unterhalten, glaube ich. Ich meine, das kann sie nicht ernst meinen. Gelegentlich berate ich auch Privatpersonen, ja. 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 Knicke sei mit uns. Iris hat mir alles erzählt. Kann verstehen, dass du sauer bist. Ich bin nicht nur sauer, ich bin total geladen. Wenn ich die Briefe früher bekommen hätte, dann... Was dann? Dann hätte ich gewusst, woran ich bin. Ich habe schon langsam gespürt, dass es auch ohne Oliver geht. Weil es ohne ihn gehen musste. Und jetzt? Jetzt ist er wieder zurück. Und schlimmer als vorher. Was soll ich ihm denn sagen? Dass ich seine Briefe gar nicht bekommen habe? Das glaubt er mir wahrscheinlich nicht. Liebst du ihn dann noch? Das war sehr schön mit ihm. Hat dich aber auch ziemlich mies behandelt. Die Gefühle sind trotzdem da. Ja. Und? Was soll ich machen? Wenn du mich fragst, vergiss die Briefe. Wie? Du meinst, ich soll... Tu so, als wären sie nicht gekommen. Vergiss die Briefe, vergiss den Ärger. Und irgendwann vergisst du auch Oliver. Kann doch nicht dein Ernst sein. Doch. Manchmal ist es so das Beste. Sie sollten sich jetzt wieder ins Bett legen. Ich liege doch bereits. Ich bitte Sie. Sie sind schwer krank und ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass Sie sich schonen. Ich sehe jetzt diese Sendung zu Ende und damit basta. So geht das nicht. Nein, allerdings nicht. Wir sind hier in einem Privathaus und nicht in der Kaserne. Also jetzt reicht's mir langsam. Ich habe es absolut nicht nötig, mich in diesem Ton ansprechen zu lassen, auch nicht von Ihnen. Und ich bin kein kleines Kind, was hier Männchen macht. Alles, was ich von Ihnen erwarte, ist, dass Sie mich von Zeit zu Zeit mal in Ruhe lassen. Und ich erwarte, dass man meinen Anordnungen folgt. Sonst ist meine Tätigkeit hier sinnlos. Ich bin aber nicht hier, um Ihre Erwartungen zu erfüllen. Und wenn Sie damit nicht klarkommen, dann müssen Sie sich eben ein anderes Opfer suchen. Das lasse ich mir allerdings nicht zweimal sagen. Mein Kündigungsschreiben geht Ihnen schriftlich zu. Und mein Beileid an meine Nachfolgerin. Danke. Sie brauchen nicht da zu sitzen, als hätten Sie den berühmten Stock verschluckt. Aber als Fragezeichen machen Sie auch keine gute Figur. Was wollen Sie eigentlich von mir? Der Rücken ist entspannt, aber aufrecht.
Und bitte, niemals den halben Arm auf die Tischplatte. Nur das Handgelenk berührt den Tisch. Sehen Sie? So. Also, Yoga ist nichts dagegen. Wieso eigentlich immer ich? Du hängst genauso schief da. Bei mir ist es elegante Alterslässigkeit. Aha. Außerdem bin ich ein Mann. Und immer die Ellbogen bei sich halten. Mein Ellbogen gehört mir. Herr von Anstetten hat recht. Sie sind eine Frau. Und da sind die Maßstäbe nun mal strenger. Auch was die Wortwahl anbelangt. Das ist mir scheißegal. So eine Bemerkung zum Beispiel ist unmöglich in Gesellschaft. Man wird sie sofort als ungezogen und proletenhaft abstempeln. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. Vielleicht den wichtigsten, den ich habe. Lächeln Sie. Immer. Lächeln. Isst du mit uns zu Abend? Nein. Können wir nicht noch mal drüber reden? Bitte, Susanne. Mir tut das alles schrecklich leid. Und damit ist die Sache für dich erledigt, oder was? Es war ein dummer Fehler, ja. Aber ich habe ihn nun mal gemacht. Ich habe Alex gesehen und dich und ich habe geglaubt, so könntest du Oliver vergessen. Du mischst dich wohl in alles ein. Susanne, als ich den Umschlag in der Hand hatte, da habe ich einfach Angst gehabt. Um dich. Ach, du Arme. Ich hab's im Affekt getan. Das verzeiht man anderen auch nicht. Als ich den ersten Brief weggenommen hatte, da war es doch zu spät. Ich bin da nicht mehr rausgekommen. Ach, wo habe ich denn so eine ähnliche Geschichte schon mal gehört? Und wer hat da wen verurteilt? Das Mama halblang, ja? Mama wollte nichts Böses. Sie hat sich bestimmt nicht leicht gemacht. Mein tiefstes Mitgefühl. Mensch, jetzt komm mal runter von deinem moralischen Ross. Moralisch? Ja, du warst und bist total abhängig von Oliver. Und obwohl ich das mit den Briefen auch nicht toll finde, aber... Du hast das also auch gewusst von den Briefen? Ihr kotzt mich alle an. Susanne! Niemals einen Hummer so mit der Hand anfassen. Höchstens die Zitrone. Allmählich wird das Spiel langweilig, Frau Volkmann. Peisker Volkmann. Sie wollen mich wohl fertig machen, oder? Sie tun ja so, als könnte ich nicht mit Messer und Gabel essen. Tut mir leid, wenn der Eindruck entstanden ist, ich wollte Sie maßregeln. Überhaupt nichts tut Ihnen leid. Überhaupt, Sie meckern an mir rum, als würden Sie dafür bezahlt. Na los. Wer drückt denn hier die Kohle ab, dass Sie mich behandeln wie eine Blondine? Ich behandle Sie nicht wie... Sie sagen mir jetzt, wer Sie bezahlt. Sonst schmeiße ich diesen dämlichen Hummer quer durchs Lokal. Sophie! Ich weiß es schon. Seine Mutter, stimmt's? Hab ich recht?